Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und heute begrüße ich bei mir ganz herzlich Niklas Mutzek von Erason. Herzlich willkommen. Danke, hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, du hast Erason, ein Unternehmen in Lüneburg, gegründet. Ihr seid ein KI-Entwicklungsstudio. Ja. Ehrlich gesagt habe ich diesen Begriff noch nie gehört. KI, künstliche Intelligenz, ist mir natürlich wiederum ein Begriff. Ja. Aber erstmal Erason, was ist das? Wofür steht das? Ist das ein Name? Also Erason ist ehrlich gesagt einfach nur ein Kunstname aus den Endbuchstaben unserer Vornamen. Weil wir haben zu dritt gegründet, Christopher, Timon, Niklas. Erason, ja, genau, ja. Moment, ihr habt zu dritt gegründet, aber genau. Erason sind 1, 2, 3, 4, 5. Genau, immer die 2 Endbuchstaben unserer Vornamen, die haben wir zusammengelegt. Das sollte immer, die Idee war immer, das muss so wie so ein bisschen griechisch klingen, wie so eine Variable, so ein bisschen mathemäßig, und gleichzeitig sollte es natürlich auch ein Name sein, den es so bisher noch nicht gab, der in irgendeiner Form googlebar ist, insofern, dass man dann auch am Ende des Tages tatsächlich zu uns kommt, und so ist es dann mal entstanden. Und ich nehme an, deine 2 Mitgründer, die haben beide auch in Lüneburg, so wie du, studiert, und aus dieser Studienzeit ist dann das Unternehmen entstanden? Genau, wir sind 2 studierte Data Scientisten, also Entwickler für künstliche Intelligenz, und einer, der eher so den betriebswirtschaftlichen, administrativen, ganz juristischen Part auch übernimmt, also ein BWLer, und haben uns im Studium zusammengefunden. Und eigentlich ist ja auch schon das Stichwort BWL ganz passend, weil letztendlich seid ihr ja mit Erason eine Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, also in gewisser Weise Technik für alle, die jetzt da nicht so drin stecken, und dem Markt, weil ihr wollt mit eurer künstlichen Intelligenz, die ihr entwickelt habt, der Software Eilon, beratet ihr auch heute schon Agenturen und Werbetreibende hinsichtlich Zielgruppenforschung und Entwicklung. Und vielleicht als erste Frage, was hat dich zuerst interessiert oder vielleicht auch begeistert? Künstliche Intelligenz oder Marktforschung? Ach, ich fand schon immer beides spannend. Ich glaube, ich bin ein sehr gesellschaftlich-politisch interessierter Mensch und war immer schon so an solchen Zusammenhängen allgemein interessiert. Gleichzeitig hat mich der ganze Mathe-Kram, nachdem man durch so ein ziemlich dröges Tal geht, an dröger Statistik und so, fängt das irgendwann an, echt totalen Spaß zu machen, hat mich geflasht, interessiert. Und dann habe ich mich in meiner Masterarbeit halt damit beschäftigt, wie man bestimmte Mindsets oder Persönlichkeitsmodelle oder basierend auf digitalen Spuren eben berechnen kann. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. So gut, dass wir damals doppelt so gut waren wie der aktuelle Stand der Forschung, bei nur einem Zehntel der Datenmenge. Und dann war so die Idee, hey, wenn wir so völlig abgefahrenen Kram wie so Mindset-Einstellungen, Persönlichkeitsassets und so weiter und so fort, wenn man sowas, wo man immer dachte, das unterliegt so menschlich-heuristischen Prozessen, ja, das ist was rein pur Menschliches. Menschenkenntnis. So, ja, genau, so Menschenkenntnis sozusagen. Ja, wenn man sowas irgendwie in so einer KI einfach abfragen kann, dann müsste doch, ja, hat der Bock, sich den nächsten Auto zu kaufen oder so, dagegen eigentlich recht einfach zu berechnen sein. Und so ist das Ganze dann ursprünglich mal entstanden. Aber wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also wenn ich jetzt eine KI-Intelligenz mir vorstelle, dann scheitert eigentlich schon meine Vorstellung daran, weil ich weiß nicht, was das ist. Also wie geht eure KI da vor, um diese Zielgruppen von Unternehmen oder Agenturen eben überhaupt zu bestimmen? Also wir sammeln komplett anonymisierte digitale Fußabdrücke. Die kannst du dir vorstellen, wie früher hat man so Warenkorbanalysen gemacht in so Lebensmittelgeschäften und so, ja, wo du geschaut hast irgendwie, hey, keine Ahnung, Milch und Kaffee wird ständig zusammengekauft, ja, wenn das eine gekauft wird, wird total auf das andere gekauft, ja, weil Leute halt Kaffee mit Milch trinken, ja, und deswegen stelle ich das jetzt im Supermarkt näher nebeneinander, damit die Leute da irgendwie schneller durchfinden. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du das mit digitalen Fußabdrücken machst, ist das im Prinzip genau dasselbe, bloß dass halt dann nicht nur Produkte in der digitalen Spur drin liegen, sondern auch vielleicht eine Lifestyle-Affinität, eine I Love Cycling Community oder alles Mögliche, was eben den Menschen in irgendeiner Form interessiert oder woran er irgendwie ein grundlegendes Interesse hat. Und natürlich eben halt auch bestimmte Marken. Und dann kannst du halt einfach hergehen und sagen, hey, die Leute, wo jetzt Marke XY in deren Warenkorb, ja, in deren digitale Spur sozusagen mit drinsteckt, was zeichnet die denn besonders aus? Also ist es vielleicht so was Simples wie ein Alter und ein Geschlecht? Ist es vielleicht eine Geografie, ja, die kommen irgendwie, was weiß ich, alle aus Bayern oder so? Ist es vielleicht auch was Psychometrisches? Also sind es bestimmte Typen sozusagen, kann man das sagen? Sind es Lifestyle-Items? Sind es vielleicht auch bestimmte Medien, die da ständig mit auftauchen, ja? Alle, die das Produkt kaufen, haben mega Faible für, weiß nicht, die Brigitte oder so, ja? Also alles, was in diesen digitalen Fußspuren drin vorkommt, kann eben dann halt auch potenziell für uns dafür geeignet sein, die Zielgruppe digital
besser, schlauer, smarter darzustellen über alles, was dich als Werbetreibende interessiert, hinweg. Also nicht nur eine Basissoziodemografie, das können auch Influencer sein, es kann eben alles Mögliche sein, was gegebenenfalls für dich relevant sein könnte als Werbetreibender. Und so verstehst du halt viel besser deine Zielgruppe, du kannst viel effektiver Werbung ausspielen und du kriegst ein viel besseres Gefühl auch dafür, wie müssen Werbemittel gestaltet sein und so weiter und so fort. Und wenn ich mir das jetzt als nicht Werbetreibende, sondern wahrscheinlich potenzielle Kundin von Unternehmen vorstelle, dann bei sowas denke ich dann manchmal, Mensch, irgendwie, da passiert ja ganz schön viel, ohne dass ich es wahrscheinlich ahne, also dass ich analysiert werde. Welche Rolle spielt bei euch vielleicht auch Datenschutz? Naja, eine Riesenrolle. Den großen Vorteil hatten wir ja, dass wir gegründet haben zu dem Zeitpunkt, als der Datenschutz recht frisch in Kraft war. Das heißt, von Anfang an war klar, das Ganze muss komplett datenschutzkonform arbeiten. Und dafür haben wir dann viel Zeit und als Geschäftsführer muss ich doch auch sagen, echt verdammt viel Kohle für Anwälte ausgegeben, um das permanent zu challengen. Es war ja kein Legacy-Business da, ja. Also wir hatten ja keine Altlasten groß zu tragen. Das heißt, wir konnten von Anfang an eine datenschutzkonforme Lösung schaffen. Und die grundlegende Idee ist halt einfach, kommen wir zurück zu dem Warenkorb-Beispiel, wir löschen immer komplett weg, wer diesen Warenkorb trägt. So, das wissen wir nie. Und es interessiert auch im Zweifel nicht. Ja, ob du jetzt, weiß ich nicht, ob der Typ jetzt zum Beispiel Hans heißt, der das gerade gekauft hat, ist ja für mich keine statistisch relevante Information in irgendeinem Sinne, beziehungsweise gibt mir auch keine Information dahingehend, ob der vielleicht ein gesteigertes Produktinteresse für dein Pulli zum Beispiel hat oder so, ja. Also alles personenbezogen wird immer rausgelöscht und wir schauen immer nur, was kommt zusammen vor. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Trends erkennen, oder? Ja, das ist allerdings nicht so unser Steckenpferd, würde ich sagen. Also es geht erstmal darum, die Gesellschaft sauber so zu spiegeln, wie sie aktuell ist. Gerade Trends ist ein schwieriges Thema, weil wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wann war der Hype um whatever, Pokémon Go zum Beispiel oder so, ja? Das war dann 1 Monat lang der absolute Mega-Hype, das Thema, was irgendwie alles bestimmt hat und einen Monat später war es schon wieder weg. Wenn ich jetzt zufällig genau zu dem Zeitpunkt meinem Kunden erzählt hätte, hey, mach mal unbedingt was mit Pokémon Go, das ist irgendwie der heißeste Scheiß, dann wäre die Marketingaktivität, die ja in der Regel auf mehrere Jahre oder sagen wir mal zumindest ein paar Monate angelegt ist, wahrscheinlich für die Katz gewesen. Ja? Deswegen Trends erfassen wir, soweit sie denn statistisch relevant sind. Und das sind tatsächlich wenige Trends. Das heißt, worin siehst du sozusagen die Relevanz besonders von eurem Unternehmen, von Erason? Naja, das große Problem ist ja, du hattest, oder hast du ja heutzutage immer noch, du hast umfragebasierte Ansätze. Also du kannst jetzt, um deine Zielgruppe oder Kunden oder wen auch immer besser kennenzulernen, kannst ja einen Fragebogen mehr oder minder aufsetzen und kannst damit halt losgehen und dir eine repräsentative Stichprobe zusammensuchen. Und das wird dann auch large-scale gemacht, so, das nennt man dann im Wesentlichen Marktmedia-Studien. Das Problem ist halt, in einer Zeit, in der du, weiß nicht, in den 60ern oder so, da hattest du TV, Radio, Print, so. Und du hattest, also die Soziodemografie hat damals noch einen scharfen Split geschafft innerhalb der Gesellschaft. Eine Frau hat wie eine Frau konsumiert, ein Mann hat wie ein Mann konsumiert, eine ältere Person hat so konsumiert, eine jüngere so. Und diese ganzen Splits, die über die Soziodemografie geschaffen werden, die lösen sich ja sukzessive immer mehr auf. Also du kannst Soziodemografie schafft einfach keine harten Splits mehr in der Gesellschaft und zeitgleich ist der Medienkonsum einfach irre fragmentiert geworden. Das heißt, die Fragestellung für mein bestimmtes Produkt, wie bringe ich das jetzt eigentlich vernünftig an den Markt, ist ungemein komplizierter geworden, weil ja immer mehr Kanäle dazu kommen, ja. Und nicht nur die Selektion des Kanals kann ja ein Problem sein. Das kannst du natürlich umfragebasiert dann noch rausfinden. Dass du herausfindest, irgendwie meine Zielgruppe ist super stark auf, keine Ahnung, Twitter oder so unterwegs, ja. Aber damit ist dir nicht geholfen, weil am Ende des Tages sitzt du dann halt vor dem Twitter-Ad-Manager und fragst dir, ja, was soll ich jetzt hier eingeben? Also dann musst du ja im Kanal weiter berechnen, wie genau muss das Targeting aussehen, um meine Zielgruppe möglichst streuverlustfrei eben, oder in meine Zielgruppe möglichst streuverlustfrei rein zu kommunizieren. Ganz anderes Thema, du sagst, du willst gerne Influencer-Marketing machen, ja, erfrag das mal. Also wie viele Influencer willst du denn abfragen? Irgendwann wird dein Fragebogen so lang, dass du es gar nicht mehr geschaukelt kriegst. Und dafür braucht man dann halt etwas, das nennt man Big Data. Und da kommt ihr ins Spiel. Und wenn ich jetzt alles, was du erzählst, wenn ich das höre, dann denke ich ehrlich gesagt an ein Unternehmen, was vielleicht in Silicon Valley sitzt. Ja. Ihr sitzt aber in Lüneburg. Ja. Da habe ich selber auch studiert. Das ist eine kleine, süße Stadt. Und ich frage mich, ihr habt dort studiert, aber irgendwie scheint das ja ein großer Vorteil für euch zu sein, dort in Lüneburg angesiedelt zu sein. Ja, in der Tat. Lüneburg hat den großen Vorteil, dass du eine sehr gute Universität hast mit einem Data Science Master, was nicht ganz zu vernachlässigen ist.
Das heißt, wir haben große Vorteile einfach im Recruiting, weil wenn du halt in Lüneburg ein seriöser Data Scientist werden willst, kannst du dir ja vorstellen, so viele Optionen gibt's dann da halt nicht. Ja? Das heißt, wir können sehr gut aus der Uni heraus rekrutieren und das Rekrutierungsproblem ist tatsächlich bei uns ein großes, weil wir massiv wachsen. Wir sind jetzt gerade bei 20 Leuten knapp und ob sich das jetzt wirklich noch kommendes Jahr dann verdoppelt, weiß ich nicht, aber so die Zielgerade ungefähr ist auf jeden Fall da. Und das fällt in Lüneburg tatsächlich unserer Meinung nach leichter, als wenn wir in Hamburg sind. Und der zweite Hintergrund ist, gleichzeitig bist du halt nicht völlig ab von der Welt, weil du bist super schnell in Hamburg, hier sitzen super viele relevante Kunden und große Agenturen. Und dazu muss man halt auch sagen, jetzt, vor allem im letzten Jahr hat sich ergeben, dass unsere Kunden immer weiter über komplett Deutschland hinweg verteilt sind. Dass es eigentlich völlig egal ist, wo du eigentlich gerade wohnst, weil A, Teams, Corona hat irgendwie deutlich zugenommen und B, du musst da halt ständig hinfahren. Und ihr seid wahrscheinlich sowieso digital auch ganz gut aufgestellt. Das würde ich wohl mal so meinen, ja. Worauf freust du dich denn vielleicht auch ganz persönlich in der nächsten Zeit, was noch so kommt? Also das Riesenthema für uns ist die Automatisierung hin in unterschiedliche Kanäle rein. Dass du einfach sagst, hey, das ist meine Zielgruppe, die kannst du dann bei uns definieren als, nicht basierend auf, wie man es früher gemacht hat, haushaltsführende Frauen oder Männer oder sowas, ja, sowas Simples, sondern du kannst halt echt sagen, hey, die sind so ein bisschen schick irgendwie, die sind aber auch nicht zu schick, die sind ein bisschen rockig, vielleicht unterwegs, die haben so und so irgendwie eher ein Einkommen, die interessieren sich sonst für dies und jenes. Also kannst halt hergehen und kannst halt Zielgruppen ganz anders definieren, nicht basierend auf diesen klassischen Marktforschungsdimensionen, wie man es früher hatte. Und das dann halt vollautomatisiert komplett in Media zu übersetzen. Also dass du einfach sagst, hier ist mein Media-Budget von X und wir steuern das aus, korrekt budgetiert, auf alle unterschiedlichen Kanäle, komplett vollautomatisiert. Genau da, wo du deine Zielgruppe möglichst in der Regel dann streuverlustfrei eben erreichen kannst. Und da haben wir jetzt die ersten Testpiloten gefahren und landen dabei so minus 40% Cost per Order, die du hast, um halt einen neuen Kunden dazu zu gewinnen. Also können halt fast Marketingbudgets halbieren beim selben Output. Und wenn wir das hinkriegen, was jetzt sehr danach aussieht, über alle möglichen Kanäle hinweg, dann schaue ich doch optimistisch in die Zukunft. Das freut mich, das tue ich auch und ich danke dir für diese spannenden Einblicke in die Zukunft und vor allem in die Arbeit eines Entwicklers. Erlebt man auch nicht jeden Tag. Ja. Danke dir. Gerne. Und natürlich danke auch euch fürs Zuschauen. Wenn ihr vielleicht noch Fragen an Niklas habt, weil ihr denkt, Mensch, wie genau funktioniert das eigentlich mit der KI, dann schreibt die uns doch gerne darunter in die Kommentare unter das Video und wir richten das dann weiter oder wir leiten das weiter. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal bei den Future Hamburg Talks.